Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zum verrücktesten Fußballtag im gesamten Jahr. Der letzte Gruppenspieltag in der Champions League. Von Tabellenplatz 2 bis Tabellenplatz 15 kann für Real Madrid heute alles passieren an einem Tag. Wie geht das? Ja, und dieser besondere Tag findet an einem ganz besonderen Ort für uns Madridistas statt, im Estadio da Luz, im Stadion von Benfica Lissabon, dem Stadion, in dem wir La Décima geholt haben. Dank geht raus an Sergio Ramos. Ja, und heute in dem Video erfahrt ihr alles, was ihr über dieses Spiel wissen müsst. Wir schauen uns den Kader an, wir schauen uns das Abschlusstraining an und vor allem schauen wir auch in die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Denn ich habe mir für euch 2 Antworten rausgesucht, die ich persönlich sehr interessant fand. Eine zu Jude Bellingham, was er für Real Madrid bedeutet, und eine andere zu Arda Güler. Ist er schon bereit, auch in großen Spielen Real Madrid zu führen? Ich zeige euch die Antworten von Álvaro Arbeloa, gebe euch natürlich meine Meinung und dann schauen wir uns auch noch an, ob Florentino Pérez ein Machtwort in der Kabine gesprochen hat. Die Information kommt aus Spanien. Also, wie ihr hört, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ich bin wieder da, wie ihr seht, unverletzt. Ich hoffe, ihr habt mich den einen Tag, wo ich nicht da war, nicht allzu sehr vermisst. Wobei der Urlaub bei mir persönlich nicht so gelaufen ist, wie ich mir den vorgestellt habe. Dafür ist dieses Video zu kurz, kann ich gerne heute Abend bei der Watch Party erklären. Natürlich gibt es an diesem verrückten Fußballtag ein Watch-Along. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ab so 8:30 bin ich online. So viele wie möglich von euch möchte ich im Chat sehen. Es wird auf jeden Fall ein interessanter Abend in meinem neuen Streamingzimmer. Keine Sorge, der wird noch schöner. Ja, wie dem auch sei, wenn wir schon mal bei solchen Themen sind, eine Sache wollte ich noch mal klarstellen. Ich war die letzten 2 Tage mit meiner Frau unterwegs. Ich habe am Tag vielleicht 10 Minuten Zeit gehabt, auf Kommentare zu reagieren. Und nein, ich lösche hier keine Kommentare, es sei denn, es wird rassistisch beleidigt, es wird beleidigt etc. pp. Also, die ganzen Leute, weil das wurde jetzt häufiger geschrieben, und besonders unter meinem letzten Video, warum löschst du die Kommentare? Ich hatte gar keine Zeit und ich war das nicht. Aber viele Content Creator berichten darüber, dass YouTube Kommentare löscht. Also seid da nicht böse auf mich, schreibt den Kommentar einfach nochmal oder schreibt heute eure Meinung im Livestream und dann reagieren wir da drauf. Ihr kennt mich, ich gehe keiner Frage, keiner Meinung aus dem Weg. Ja, wie dem auch sei, genug von mir, kümmern wir uns jetzt darum, warum wir alle hier sind, Real Madrid. Und heute Abend, ja, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Real Madrid. Ich blende euch zunächst einmal den Spieltag ein. Und wie ihr seht, das ist absolut verrückt. 18 Spiele, alle an einem Tag, alle zeitgleich. Und so muss das auch sein. Denn für etliche Mannschaften kann heute unendlich viel passieren. Die können in die Top 8 kommen, die können aber auch theoretisch ganz rausfliegen aus der Champions League. Dieser letzte Spieltag, wie gesagt, ich mag die neue Champions League an sich, das Format finde ich nicht ganz fair, aber dieser letzte Spieltag ist das Geilste, was es überhaupt gibt. Ich habe euch letztens schon berichtet, bei Real Madrid, sollten wir gewinnen, ist der 3. Tabellenplatz schon mal sicher. Ich glaube nicht, dass Liverpool auf einmal mit 7, 8 Toren gewinnen wird. Also sollten wir gewinnen, sind wir Tabellendritter oder Zweiter. Und wenn du verlierst, kann dich theoretisch sogar noch Juventus Turin auf dem 15. Tabellenplatz einholen. Also, es ist absolut verrückt. Vom 2. bis zum 15. Tabellenplatz ist heute alles für Real Madrid drin. Ja, und ich zeige euch auch mal die untere Tabellenhälfte. Wie ihr seht, für unseren Gegner Benfica Lissabon geht es auch um einiges. Die wollen noch unter die Top 24, um sich eventuell über die K.O.-Spiele dann in die K.O.-Runde, ins Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Heute gibt's alles andere als einen roten Teppich für Real Madrid. Ja, und welche Spieler sollen das Ding heute für uns nach Hause holen? Das ist die Kaderliste von Real Madrid. Es sieht schon wesentlich entspannter aus als in den vergangenen Wochen.
Ja, in der Abwehr ist es noch ein bisschen mau. Dienhausen und Asensio die einzigen Innenverteidiger. Dafür hat Álvaro Arbeloa sich auch wieder Hilfe aus der Jugend geholt. Wie ihr seht, ein Diego Aguado hat es wieder in den Kader geschafft. Im Mittelfeld ein Cestedo, falls ein Tchouaméni vielleicht in die Innenverteidigung fallen muss. Also der Trainer, wie wir es kennen inzwischen, holt sich immer wieder Spieler aus Castilla hoch in die erste Mannschaft. Ja, gerade habe ich Tchouaméni erwähnt, der Franzose ist zurück, der war gesperrt gegen Villarreal. Die Jungs haben das trotzdem gut ohne ihn gelöst, trotzdem tut es gut, Tchouaméni ist back. Ja, und diese Jungs haben sich gestern im Abschlusstraining vorbereitet. Das läuft ein bisschen parallel, ich lasse euch das natürlich einspielen. Wie ihr sehen könnt, sehr gute Stimmung auf dem Trainingsplatz, sehr viele Tore, auch wieder sehr viel Tempo und eine erste Veränderung unter Álvaro Arbeloa, das war unter Xabi Alonso anders. Xabi Alonso hat dieses Abschlusstraining immer in Valdebebas gemacht, ist dann erst zum Spiel angereist. Das Ganze verändert sich unter Álvaro Arbeloa. Er wurde dazu in der Pressekonferenz auch gefragt und er hat gesagt, es war ja nicht nur Xabi Alonso, viele Trainer handeln das so. Ich persönlich fand es wichtig, dass wir diesen historischen Ort besuchen. Ein schöner Ort in der Geschichte von Real Madrid. Es gibt danach auch eine Aufzeichnung, wo Álvaro Arbeloa die ganze Jungs zusammengeholt hat und gesagt hat, das ist ein besonderer Ort für den Madridismo. Hier haben wir vor etwas mehr als 10 Jahren La Décima geholt. Also man sieht, Álvaro Arbeloa hat sehr viel Emotion in diese Mannschaft reingebracht. Das ist ja sein Mantra als Trainer. Er geht nicht so sehr über die Taktik, er geht mehr übers Herz, übers Gefühl, über die Motivation. Ja, so ein bisschen wie Carlo Ancelotti, wie Zinedine Zidane, so ein bisschen mehr Kabinentrainer als Taktiktrainer. Ja, aber trotz alledem hat er gesagt, weiß Gott, vielleicht in der Zukunft werden wir auch mal ein Abschlusstraining zu Hause machen. Ich glaube, er wollte einfach einen Xabi Alonso da nicht in den Rücken fallen. Das sind ja gute Freunde. Ja, mit wem er auch sehr gut befreundet ist José Mourinho. Ich habe euch erzählt, in den letzten Wochen gab es so Aussagen in der Pressekonferenz, ja, die für mich ganz klarer Angriff auf Álvaro Arbeloa waren. Davon war gestern überhaupt nichts zu sehen. José Mourinho hat Álvaro Arbeloa als einen seiner Jungen bezeichnet, dass der ihn liebt etc., ihm nur das Beste gönnt, außer natürlich heute. Heute soll Benfica logischerweise gewinnen. Álvaro Arbeloa sogar auch zurück, das Gleiche, dass er weiß, José Mourinho ist ein toller Freund, er könnte den um 3 Uhr morgens anrufen, der wäre für den zur Stelle, auch wenn die jetzt gerade nicht viel Kontakt haben. Auf jeden Fall nur Lobeshymnen von einer Richtung in die anderen. Diese Giftpfeile, von denen war gar nichts zu sehen. Im Gegenteil, Álvaro Arbeloa hat für mich sogar einen Satz gesagt, der ein bisschen in die Geschichte eingeht. Den lasse ich mal einmal hier laufen. Fue, es y será uno de noi. Fue, es y será siempre uno de noi. Was er sagen möchte, José Mourinho war, ist und wird immer einer von uns sein. Dieses Uno de Noir, dieses Gefühl des Madridismo ist unter der Epoche von José Mourinho gewachsen, dass man gesagt hat, man muss zu Real Madrid stehen, man muss Real Madrid mit allem verteidigen, was man hat. Ja, und so lebe ich ja den Madridismo auch, so lebt ein Álvaro Arbeloa den Madridismo und José Mourinho hat den damals auch so gelebt. Natürlich verteidigten José Mourinho als Profi jetzt die Interessen von Benfica Lissabon, aber ein Álvaro Arbeloa hat auch gesagt, die ganzen Erfolge von Real Madrid bauen seiner Meinung nach auf der harten Arbeit von José Mourinho auf. Ich habe euch gesagt, Álvaro Arbeloa war immer ein Mourinhista, das hat man gestern in der Pressekonferenz gehört. Ja, aber er wurde nicht nur zu José Mourinho gefragt, auch wenn sehr viele Fragen in diese Richtung gingen, wie erwartet. Er wurde unter anderem auch zu 2 Mittelfeldspielern gefragt. Dieses Mittelfeldduo, Jude Bellingham und Arda Güler, was hier angeblich zusammen nicht funktionieren soll. Ich glaube, in den letzten Wochen haben die beiden uns das Gegenteil bewiesen. Ich habe es immer gesagt, so viel Qualität. Wenn du gute Spieler zusammenführst, das funktioniert. Du musst halt nur gucken, wie die Balance da ist und die scheint Álvaro Arbeloa gefunden zu haben. Zunächst einmal wurde er zu Jude Bellingham gefragt. Ja, was so sein Eindruck von dem Engländer ist etc. Ja, hören wir mal an, was unser Trainer gesagt hat. Hier, es ist nicht so, dass es eine Überraschung war, aber seit ich am ersten Tag ankam, habe ich einen Spieler mit außergewöhnlicher Qualität und Bedingungen gesehen, die offensichtlich jeder, der den Fernseher einschaltet und ihn spielen sieht, kennt und weiß.
Aber wenn man nah dran ist, überrascht es einen noch mehr. Aber über seine fußballerische Qualität hinaus habe ich einen Spieler gesehen, der ein Anführer sein will, der ein Vorbild sein will, der läuft wie verrückt, der neulich hart gearbeitet hat. Nun, ich glaube, es waren 48 Stunden nach einem Spiel vergangen und ich sagte ihm, schau Jude, ich glaube, das sage ich sonst nie, aber hör auf zu laufen. Das heißt, das Niveau, das er im Training zeigt, der Einsatz, die Führungsstärke. Ich bin im Moment sehr, sehr stolz darauf, einen Spieler wie Jude Bellingham zu haben, auch wegen des Niveaus, das er zeigt. Ich denke, im Rahmen dessen, was wir von ihm auf dem Platz erwarten, sieht man auch, dass er in der Lage ist, viele Dinge zu tun, viele Dinge gut zu machen. Ich glaube, er kann uns geben sehr viele Dinge. Er ist ein Spieler, der viel in den Raum geht, der einen guten Abschluss hat, aber auch einen tollen Schuss, der versteht, was das Spiel braucht. Wir sprechen von einem jungen Spieler, der aber gleichzeitig über sehr viel Erfahrung verfügt. Und ich glaube, er wird für viele Jahre der Eckpfeiler dieses Real Madrid sein. Ich könnte also nicht zufriedener, glücklicher und stolzer sein, Jude Bellingham in meinem Team zu haben. Ja, wie man Álvaro Arbeloa kennt. Er lobt ihn auf höchsten Tönen. Er wird ein Eckpfeiler für den Madridismo, für Real Madrid in den nächsten Jahren. Es ist ein Spieler, der ihn von nahen noch mehr beeindruckt als vom Fernen. Ein Leader, jemand, der vorausgeht, etc. Ja, und ein Álvaro Arbeloa, der fließt so weiter auf seinem Mantra Vini, Mbappé, Bellingham. Die werden sehr viel gepudert, formuliere ich das mal so. Aber was soll ich sagen? Es funktioniert. Und solange das funktioniert, auch wenn mir es widerstrebt, ich bin ganz ehrlich, so schnell ändere ich meine Meinung nicht. Dafür müssen wir am Ende der Saison ein paar Titel gewinnen, dann überlege ich es mir vielleicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass Real Madrid taktisch einfach gegen die großen Mannschaften auf einem anderen Niveau sein muss. Weiß Gott, vielleicht überrascht mich Arbeloa, vielleicht überrascht mich Real Madrid und Family FC gewinnt am Ende des Jahres wieder ein paar Titel. Ja, das war seine Meinung zu Jude Bellingham. Und dann die erste Antwort, finde ich oder glaube ich, seit der Trainer von Real Madrid ist, spezifisch zu Arda Güler. Wir alle haben gesehen, in den letzten 2 Spielen war der Türke Stammspieler. Davor gegen Levante hat er das Spiel gedreht. Er hat sich also seine Position wieder einmal erarbeitet, wie so oft in den letzten 2 Jahren. Ja, was sieht ein Arbeloa in Arda Güler? Ist er schon bereit, dieses Real Madrid zu führen, wenn es drauf ankommt, in den großen Spielen? Hören wir uns die Antwort von unserem Trainer an. Ich möchte dich nach Güler fragen. Genauer gesagt, ob du ihn schon bereit siehst, die Fäden im Spielaufbau gegen die stärksten Gegner zu ziehen, auf die Real Madrid in Europa treffen kann, oder ob du glaubst, dass er ein ganz bestimmtes Umfeld braucht oder man ihn auf eine gewisse Weise abschirmen und schützen muss. Was ist dein aktueller Eindruck von Güler? Nein, ich kann im Moment nur darüber sprechen, was ich erlebe und was ich bei Arda sehe, nicht wahr? Er ist ein Junge mit enormem Potenzial, viel Talent, einer tollen Spielübersicht, dem tödlichen Pass und auch mit großartigen Seitenwechseln, wie wir neulich in Villarreal gesehen haben. Ich denke, er ist eine Waffe, die wir noch mehr nutzen müssen. Er ist natürlich noch sehr jung und hat viel Steigerungspotenzial, aber er arbeitet auch extrem hart. Er gibt alles und beendet die Spiele nun ja offensichtlich sehr erschöpft wegen all der Defensivarbeit, die er leistet und die uns enorm weiterhilft. Ardas defensiver Einsatz ist wirklich beachtlich, aber was wir eigentlich wollen, ist von seinem Talent zu profitieren, oder? Und das kann er sowohl weiter hinten bei den Verteidigern tun, um uns bei hohem Pressing zu helfen, als auch etwas weiter vorne bei den Stürmern, um diesen letzten Pass zu spielen. Und nun ja, in all diesen Situationen wird er weiter wachsen müssen. Wenn die wirklich anspruchsvollen Spiele kommen, wird er uns sicher helfen. Er wird sicher seinen Beitrag leisten. Mit mehr Spielen und Erfahrung, denke ich, wird er ein Fußballer, der weltweit von Bedeutung sein wird, falls er das nicht schon längst ist. Ja, und jetzt kommt es ein bisschen auf den Empfänger an, wie man diese Worte bewertet. Für einige ist das Glas bestimmt halb leer, weil Arbeloa sagt, er ist noch sehr jung, er wird sich noch sehr weiterentwickeln. Aber das ist ja die Wahrheit, er ist noch sehr jung und es ist erschreckend, wie viel Potenzial, wie viel Entwicklung dieser Junge noch in sich hat. Ich freue mich darauf. Ja, auf der anderen Seite sind die Menschen wie ich, für die das Glas halb voll ist. Man sieht die Begeisterung von Arbeloa an Arda Güler. Er redet vor allem natürlich
über seine Qualität, über den letzten Pass, dass er hinten helfen kann, vorne, seine Seitenwechsel, vor allem, wie wichtig seine Mentalität ist, seine Arbeit nach hinten. Und das sage ich euch seit Monaten, dass Arda Güler nicht nur den besten Fuß in der Kabine hat, sondern auch noch mit die beste Arbeitsmoral, wie wichtig er für das Pressing von Real Madrid ist. Dieses Pressing, was wir am Anfang der Saison gesehen haben, was wir jetzt wieder sehen. Also, und er redet darüber, dass er eine Figur ist, die den Weltfußball mitbestimmen kann. Also, wie gesagt, viel Schöneres kann man ja nicht sagen. Ich hoffe, viele von euch sind auf meiner Seite. Das Glas ist halb voll und Arbeloa hat eine große Zukunft vor mit Arda Güler. Ja, und wenn wir schon mal bei Álvaro Arbeloa sind, etc., viele haben ja gesagt, unter ihm hat sich alles geändert. Viele, so wie ich, haben gedacht, ja, es liegt daran, dass er der Mannschaft in den Arsch kriegt. Formuliere ich das mal so, dass er die Egos pudert, dass er sagt, du bist der Beste, er ist der Beste, etc. Meine Stars spielen immer, etc. Das hat mir nicht gefallen, bin ich ganz ehrlich, das wird mir auch nicht gefallen. Aber gestern eine Information, die ich sehr interessant fand. Bevor ich euch meine Meinung gebe, hören wir uns die Information zusammen einmal an. Jetzt, wo man nach der Ursache für den Arbeloa-Effekt bei Real Madrids Wiederauferstehung sucht, ich weiß, dass der Präsident von Real Madrid persönlich mit mehreren Spielern gesprochen hat, um eine Einstellungsänderung zu fordern. Zum Beispiel mit Bellingham, aber nicht nur mit ihm. Er wirkt weniger albern als zu Saisonbeginn, Güler zeigt den Fußball, den er bei seiner Verpflichtung versprach, und Valverde und Camavinga, die sich öffentlich beschwerten, als sie als Außenverteidiger spielten, tun dies nun ohne Murren und sehr gut. Es ist also möglich, dass der Arbeloa-Effekt in Wirklichkeit der Florentino-Effekt ist, der darin besteht, mangels eines neuen Mittelfeldspielers seinen Kader darauf zu fokussieren, dass Laufen, Spielen und die Einstellung wichtig sind, damit die Pfiffe der Vergangenheit in der Zukunft völlig egal sind. Ja, es soll also ein Machtwort gegeben haben von Florentino Perez, der mit einzelnen Spielern aus der Kabine geredet hat und ihnen wohl klargemacht hat, so, ihr habt mir jetzt Ancelotti verheizt, ihr habt mir jetzt Xabi Alonso verheizt, ich erwarte eine Antwort auf den Platz. Spieler, die sich darüber beschwert haben, dass die auf anderen Positionen spielen mussten, spielen auf einmal den besten Fußball ihrer Karriere. Ein Bellingham läuft so viel, dass ein Arbeloa ihm sagen muss, hör mal auf zu laufen. Ja, und ich muss euch sagen, für mich ergibt das Sinn. Die harte Peitsche von einem Florentino Perez und dann die Aufmunterung, Ego-Push von einem Álvaro Arbeloa, vielleicht ist ja diese Symbiose der Schlüssel zum Erfolg. Bin ich gespannt, ob ich der Einzige bin, der das so sieht, oder ob ihr auch relativ interessant diese Aussage fandet und ihr auch glaubt, dass Florentino Perez sich da ein paar zur Seite geschnappt hat und vor allem ein paar Unruheherden und denen klargemacht hat, Leute, das ist Real Madrid. Es gab ja auch vor einigen Wochen die Gerüchte, Real Madrid möchte im Sommer auch große Namen verkaufen. Vielleicht hat ein Florentino Perez den klargemacht, so Leute, entweder ihr performt jetzt oder eure Erfahrung Real Madrid endet am Ende des Sommers. Ja, wie gesagt, sind Gedankengänge, die ich hatte. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst mir eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ja, aber bevor ich mich jetzt verabschiede, bis heute Abend, ich möchte euch alle im Watch-Along sehen. Ich bin gespannt, wie viele wir heute zusammenkriegen. Ich freue mich in meinem neuen Streamingzimmer für euch zusammen dieses Spiel zu verfolgen. Wird auf jeden Fall ein schöner Abend. Ja, die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und ich möchte mir nicht selber widersprechen, vor allem, das ist auch das, was ich wirklich denke, wie immer in diesen Videos. Never change a winning team. Aber eine Sache muss ich tatsächlich verändern, denn Benfica Lissabon wird heute ihre Chance suchen über hohen, direkten Fußball, Standardsituationen, und da ist ein Aurélien Tchouaméni unersetzbar. Der ist natürlich am Boden stark, aber vor allem auch in der Luft, in Standardsituationen, und deshalb nehme ich die gleiche Ausstellung wie gegen Villarreal, allerdings anstatt Eduardo Camavinga würde ich einen Aurélien Tchouaméni auf der 6 spielen lassen. Bin ich gespannt, was eure Meinung zu meiner Ausstellung ist. Lasst die auch gerne in den Kommentaren. Wenn ihr da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. A la Marie!